Dieses Video wurde gesponsert von Wondershare. Holt euch jetzt deren Programm PDF Element, um ganz einfach für eure Auslandsbewerbung PDF-Dokumente zu erstellen, zu konvertieren, zu editieren und zu signieren. Einen Link zur Demo findet ihr unten in der Beschreibung. Die Rückreise aus UK an sich startete super entspannt und wurde immer stressiger, je näher ich mich dem Vaterland näherte. Ich verabschiedete mich von meinen Kollegen und den Schülern in der Schule mit einem selbstgebackenen Kuchen und bekam sogar noch ein kleines Abschiedsgeschenk sowie eine kleine Abschiedskarte von den Kids. Mein Vermieter machte seinen edelsten Whisky für mich auf und ich fing an, kurz vor meiner Abreise meine Erfahrungen als Tagebuch fürs Video zusammenzufassen. Nun wurde es aber endlich Zeit für die Heimreise. Nach dem Check-in im Londoner Stansted Flughafen chillte ich erstmal eine Stunde dort herum und testete Parfums. Bis ich erfuhr, dass sich mein Flug um eine Dreiviertelstunde verspäten wird. Okay, kein Stress. Solange ich vor 23 Uhr am Hamburger Bahnhof ankam, war ja alles gut. Flug startete. Die Zeit rannte. Und angekommen am Hamburger Flughafen hatte ich noch etwa eine Stunde Zeit. Jetzt machte die Hamburger Sicherheitskontrolle erstmal chillig eine halbe Stunde Schichtwechsel. Und die nachfolgende Schicht begrüßte dich mit einem Verhalten, durch das man sich wieder direkt in Good Old Germany zu Hause fühlte. Kann ich mal durch? Klar, aber das kann man auch mit einem Bitte fragen. Wie war das? Suchst du etwa Ärger? Nein. Okay, ich kam durch die Passkontrolle durch und weiter geht's. Die Uhr tickte. Schnell die Koffer eingepackt und ab ging's zur Bahn. Schnell die Koffer eingepackt und ab ging's zur Bahn. Schnell die Koffer eingepackt. Die Koffer kamen nicht. Ich wartete eine Dreiviertelstunde am Flughafen nur allein für meine Koffer. Ab diesem Moment hatte ich alles verpasst und durfte mir einen Plan B ausarbeiten. Aber ist ja okay, gestrandet zu sein in Hamburg war ja jetzt nicht das Schlimmste. Ich meldete mich bei einer Kollegin, mit der ich schon seit Jahren über YouTube arbeitete. Hey, yo, was gibt's? Du, ich bin hier in Hamburg gestrandet, könnte ich bei dir unterkommen? Nee, sorry, geht nicht. Ich benötige echt dringend eine Bleibe, ich penne auch auf dem Boden, ich hab einen Schlafsack. Nee, sorry, Marshall, geht nicht. Jo, also galt es nun, einen Plan C auszuarbeiten. Meinem Hirn kam dabei folgende Idee. Hey, wie wär's mit einer Nacht auf der Reepermeile? Geile Idee! War eine Scheißidee. Ich lief also mit 2 Trolleys über Deutschlands größtes Rotlichtviertel. Dort angekommen wurde ich in mehreren Bars mit meinem Gepäck nicht reingelassen und hätte es draußen unbeaufsichtigt stehen lassen müssen. Also, klappete ich erstmal die Hostels ab. Sorry voll. Jo, wir haben noch einen Platz. Ich ging aufs Zimmer und... Zumindest einen netten Hoffnungsschimmer gab es an diesem Abend. Ich lernte in dem Hotelzimmer ein super nettes Mädel kennen, mit der ich nach einer langen Unterhaltung die Nacht über im Bett verbrachte. Mit dem Einschlafen wurde das trotzdem nichts, da immer noch... Am nächsten Morgen ging es zurück nach Rostock und insgesamt kann ich sagen, dass ich froh bin, diesen Auslandsaufenthalt gemacht zu haben, weil es schon eine Herausforderung war, aus wenig Budget mehrere Monate Auslandsaufenthalt zu planen, sich um eine Arbeitsstelle und Wohnung zu kümmern und sich in den lokalen Gegebenheiten zurechtzufinden. Auch würde ich sagen, dass sich meine English Pronunciation wirklich sehr verbessert hat über diese Zeit. Und auch die tolle Gastfreundlichkeit, die enorme Hilfsbereitschaft und der super höfliche Umgang untereinander war insgesamt eine wirklich schöne Erfahrung. Auf der anderen Seite war es eben verdammt teuer, wodurch sich meine Möglichkeiten sehr eingeschränkt haben. Und ich würde sagen, auch die Einblicke, die ich didaktisch und methodisch bekommen habe, haben mir jetzt nicht so viel für meinen Lehrerberuf gebracht. Als ich dann endlich ankam, merkte ich, dass sich irgendetwas für mich verändert hat. Etwas, das umso mehr auffällt, je länger man weg ist aus bestimmten Regionen Nord- und Ostdeutschlands. Als ich aus Gewohnheit Thank you und Sorry anhängte, wurde das oft erwidert mit Sommer, sprich Deutsch mit mir. Als ich meinem internationalen Kollegen unsere ostdeutschen Städte zeigte, war eine gewisse Rempelei an der Tagesordnung. Als eine Freundin aus Österreich während der Weihnachtszeit bei mir war und auf dem Weihnachtsmarkt Anhänger verschenken wollte, wurde sie nur schief angeguckt und angepöbelt. Als ich aus dem Kino mit einem Freund gekommen bin und wir mit guter Laune umherliefen, wurde das begegnet mit
Sag mal, was grinst ihr so behindert? Als meine Schwester und ihr Verlobter aus dem Saarland hier zu Besuch waren, riss ein Verkäufer auf dem örtlichen Markt erstmal ein paar sehr grenzwertige Witze auf ihrem Nacken. Mehrere Minuten lang. So häufig wurde ich von irgendwelchen Kötern ohne Maulkorb oder Leine plötzlich angekläfft, während der Besitzer nur lachend oder teilnahmslos daneben stand, statt sich zu entschuldigen. Nicht zu vergessen die ganzen Behördengänge, bei denen man behandelt wird wie der letzte Dreck. Und noch so viel mehr vergleichbare Situationen über die Jahre. Und natürlich sind das Einzelfälle. Aber es sind ein paar zu viele Einzelfälle. Nachdem ich nun jahrelang hier wohnte und umherreiste, wurde das alles für mich zu einer Normalität. Jeden Tag sah ich dieselben depressiven Gesichter, als ob der Weltuntergang bevorsteht. Jeden Tag hört man dasselbe Gemecker. Ist es nicht der Ausländer, dann ist es der Wessi. Ist es nicht der Wessi, dann ist es der Tourist. So langsam konnte ich verstehen, warum so viele junge Menschen gerade den Osten nur als Sprungbrett verwendeten und sich auch meine Kollegin damals mit den Worten verabschiedete: Ich habe mich hier nie zu Hause gefühlt. Es ist nicht die etwas rückständige Wirtschaft, nein. Es ist diese ständige, miesepetrige Art und Weise, was trotz der wunderschönen Städte und Möglichkeiten einem die Lust daran nimmt, sich hier etwas aufzubauen. Und diese kalte, distanzierte Art, als ein Feature verkaufen zu wollen, das ist in etwa so, als ob ich Fisch und Chips als kulinarische Delikatesse darstelle. Denn wie soll sich für junge Menschen je ein Heimatgefühl entwickeln, wenn ihnen keine Heimat geboten wird? Und spätestens, wenn sich neue Chancen eröffnen, einen nichts mehr hier hält. Ein bisschen weniger Stock im Arsch würde uns ganz gut tun, damit wir nicht nur die Servicewüste im Geschäftsleben, sondern auch im zwischenmenschlichen Leben etwas hinter uns lassen können. Denn diese ganze negative Denkart ist echt ansteckend, wie ihr an diesem Video sehen könnt. Euer Marshall.